Eine Retro-Perspektive von Honda. Ja, hier kann man so ein bisschen sehen, wie der neue Honda E vielleicht entstanden ist. Denn wenn ich die mal so nebeneinander halte, dann sind sie quasi baugleich. Nee, nicht ganz. Denn das ist ein Oldtimer. Wir haben vorne mal die Kofferraumhaube mal schon ein bisschen entriegelt, dass wir gleich mal reingucken können. Denn heute schauen wir uns mal den Honda E an im Vergleich zu dem Honda 600. Hier ist Thomas Reiter. Grüß dich, Thomas. Ja, hallo. Ja, du hast irgendwann mal die Idee gehabt, einem Landwirt hast du dieses Fahrzeug abgekauft und hast ihn mal neu lackiert, denn das ist ein Honda 600. Und wenn man die jetzt mal so nebeneinander hält, da könnte man schon sagen, so von der Form her, also zumindest mal von der Seite, wir gucken uns hier mal gerade von der Seite an, da gibt es doch deutliche Anleihen am Honda 600. Wenn man das jetzt so sieht. Gut, abgesehen davon, dass man den Honda 600 einmal in den E reinpacken könnte, oder? Von der Größe. Ja, selbst der E, das weiß Gott kein großes Auto, aber wenn man hier den kleinen nebendran sieht, dann sieht der E aus, als wäre das ein Riesenauto. Der E, beziehungsweise hier der 600, den hatte ich damals erworben, wie wir mit Honda 2005 in Saarbrücken angefangen haben, so ein bisschen als Gag, so als Oldtimer, und habe den halt eben noch mal ein bisschen auf Vordermann gebracht, vom Lack her, da wieder schick aussieht. Und dann jetzt hier der E rauskam, ganz neu, dann hatte ich gesehen, habe ich gedacht, Mensch, die zwei, die sehen sich verdammt ähnlich. Und da kam mal so die Idee, die zwei dann mal so nebeneinander zu stellen. So, der hat noch Spiegel, der Honda E nicht, aber er hat nur einen Spiegel. Also da ist der Vorteil mit dem Reinigen. Ja, das war damals so, ne? Nur ein Spiegel, also alles ganz einfach, ganz simpel. Er hat aber Sicherheitsgurte schon. Das gab's ich glaube, zu der Zeit gab es das bei deutschen Autos noch nicht so stark. Ja, das war da eher schon kommen. Das hier so Baujahr 69, Anfang 70. Und da waren schon die Gurte, sind da immer schon mehr auf den Markt gekommen. So 68 so grob sind die so eingeführt worden. Und der hat sogar schon Gurte, ne? Nochmal, der Wagen ist fast so alt wie ich. Ich bin 68 geboren, das ist ein 69er. Der ist 69. Über 50 Jahre alt. 50, ja gut. Doch, ist so. Ist so, ja. Da bist schon 51 Jahre. Bist schon so alt, ja. Ich bin ein alter Knacker. So, und das ist rot. Der war mal rot? Der war rot und den haben wir wieder rot lackiert, ja. Ja, früher war es so, was ja viele gar nicht wussten, Honda war ja seiner Zeit immer schon so ein bisschen voraus. Kleinwagen, das war ein Fahrzeug, der sieht so fast so aus, als wäre er gebaut worden für England. So ein bisschen minimäßig. Ja, das war so ein bisschen so die Richtung halt eben. Honda hat ja immer schon moderne Fahrzeuge gebaut, 8 zurückversetzt in diesen Jahren, also Ende der 60er, Anfang der 70er. Und da war Honda schon für seine Verhältnisse damals, was da so an Autos auf dem Markt war, schon sehr, sehr fortschrittlich. Mach mal vorne auf, können wir mal reingucken in den Motorraum, denn der hat tatsächlich einen Zweizylinder-Verbrennungsmotor, 4-Takter mit drin. Wir haben eben mal so ein bisschen gewitzelt, könnte auch aus dem Rasenmäher sein, aber mehr brauchen wir ja nicht, weil ich glaube, das Auto wiegt so gut wie gar nichts, oder? Nee, das Ding wiegt nur ein paar hundert Kilo, ich glaube, es hat 600 paar zerquetschte an Kilo, ist alles kompakt und wie gesagt, dieses kleines Motörchen, wie du schon gesagt hast, könnte auch fast als Rasenmäher durchgehen, ne? Honda, weltweit größter Hersteller von Benzinmotoren und Dieselmotoren, ist aber jetzt eingestiegen im Elektrobereich. So, und hat sich auch gesagt, wir bauen ein Auto, was es in der Form noch nie gab. Also das ist wirklich ein ganz neues Konzept der Honda E. Wir haben ein eigenes Video drüber gemacht, sind mal kurz nachdem er vom Auto gefallen ist oder vom Transporter gefallen ist, haben wir ein kurzes Video gemacht, haben eine kurze Probefahrt gemacht. Das haben auch schon sehr viele Leute angeguckt. Wie ist denn die Reaktion auf das Auto? Wahrscheinlich gemischt. Ja, die Reaktion ist gemischt halt eben. Aber das Auto kommt vom Optischen her eher schon mal super an, weil es ist wirklich kein Allerweltsauto. Das ist eine ganz, ganz eigenständige Form. Das Auto ist fast 1:1 wie die Studie auf der IAA stand, auch dann hier eingeführt worden. Also man hat wirklich das Auto wirklich so auf den Markt gebracht, wie man da sehen konnte. Ja, nochmal kurz zurück ins Jahr 69. So sah das denn drin aus. Bitte mach mal auf und steig mal ein. Denn man liegt hier quasi auf der Straße. Ich zeige mal gerade den Thomas. Das ist so, dass man schon wirklich tief liegt. Aber ich glaube, alle Autos waren tiefer. Da liegt tief, ne? Ja, man kann sogar den Boden berühren. Das ist schon Wahnsinn, ne? So war das damals. Ne? Ganz einfach, einfache Heizung, einfacher Hebel. Das da in der Mitte, das ist wahrscheinlich ein ganz großes Display. Ist das Navi oder was? Das ist das Navi hier, ja.
Honda 600. Voll Plastik, ja. So, man hat natürlich, aber es ist Honda-Qualität. Das ist nicht vergleichbar, auch schon damals gewesen mit den deutschen Autos oft. Denn ich sag mal, die Japaner, die hatten so einen Qualitätsanspruch, der war extrem hoch. Ja, der Qualitätsanspruch bei der Japaner war immer schon sehr hoch. Und wenn du hier siehst, das Cockpit ist ja original. Hier haben wir nichts gemacht, das habe ich original so übernommen. Und wenn du siehst, die Verkleidung, die Sitze, das ganze Zeug ist alles noch wie es früher mal war. Also das ist wirklich schon Wahnsinn. Ne? Ledersitze. Ja. Ein echter Viersitzer. Ja, wir wollten eben noch den Kofferraum öffnen, haben den Schlüssel nicht gefunden. Das war nicht so schlimm. Der dürfte auch nicht so riesig sein. Ich zeige es mal gerade, der letzte Sitz ist da hinten, aber so ein bisschen was hat man drin. Ja. Motor ist ja vorne. ABS, ESP gab es noch nicht früher. Ja gut, da haben wir früher noch nicht dran gedacht. Ich glaube, das war auch kein Thema. Die Toten früher, ich glaube, die gingen jetzt immer mehr und mehr zurück auf den Straßenverkehr. Die Autos werden immer sicherer, so ist es. Aber jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich da natürlich in einen Verkehrsunfall verwickelt bin mit so einem Auto, habe ich vielleicht nicht so gute Karten wie im neuen Honda E. Nee, mit Sicherheit nicht. Also mit den älteren Autos oder generell mit Oldtimer, wenn man da einen Unfall hat, das ist schon nicht ungefährlich. Das ist halt eben so. Ne? Aber er hat Blattfedern hinten. Ja, der hat Blattfedern hinten, ja. Die gucken hinten noch raus. Sagst du wirklich? Also da muss ich gar nicht groß raten, denn sie sind tatsächlich hier noch da. Er hat Blattfedern. Ja, Zustand ist toll. Toller Zustand. Ja, sicher. Ist jetzt ein Alltagszustand, ist aber, wie gesagt, ein chlores Auto von der Zeit her, was irgendwo passt. Da hängt da das Herz ein bisschen dran. Aber vom Zustand her, der hat sein schönes Dasein hier bei mir. Da passiert ihm auch nichts. Und Rost ist jetzt kein Thema mehr. Das passt irgendwo. So, und das ist der Außenspiegel vom Honda E. Ich zeige mal gerade den nochmal vom Honda 600. Das war damals noch ein Kunstwerk. Da kommt man polieren dran den ganzen Tag. Und der hat gar keinen mehr, der hat eine Kamera. Der hat Kamera, ja. Das haben wir auch schon mal in dem Video gezeigt. Ja, Umweltbonus, Thema, was da hinten rauskommt aus dem Honda E, das sollte man vielleicht nicht direkt inhalieren. Hier kann man die Abgase inhalieren beim Honda E. Ja, da gibt es ja keine. Mit Elektro ist nichts mit Abgase. So, hier vorne sieht man auch die Kamera. Jetzt können wir uns gleich nochmal angucken. Ein Designobjekt, was die Inneneinrichtung auch angeht. Wir gucken uns mal kurz das Heck an. Das sieht so ein bisschen aus wie bei einer High-End-Lokomotive. Also so wirklich ganz außergewöhnlich, oder? Ja, die Form ist sensationell. Ich finde ihn richtig geil. Er sieht also von hinten ähnlich aus, fast wie von vorne mit den großen Leuchten. Der ist richtig, richtig toll. Muss ihn manchmal einfach mal stehen lassen. Ja, es ist auch ein Viertürer. Das heißt ein Viersitzer, ein Fünfsitzer, 4 oder 5? 4. 4. Denn er hat hinten, das ist die Öffnung, kann ich ihn aufmachen. Und ja, wenn die Leute irgendwann mal jetzt in vielleicht 30, 40 Jahren das Video hier sehen und dann sagen, das war damals im Jahr 2020 am 22. Juni 2020, direkt nach Corona. Und hier sieht man auch nochmal die Anleihen. Stark ist hier die Colorverglasung. Jetzt sieht man sie uns auch sehr gut, wie toll das eingefärbt ist. Man kann also von außen nach innen gar nicht reingucken. Und natürlich die spritsparenden Felgen, die drauf sind. Ja. Ja, das ist so alle so sparsam logischerweise ausgelegt. Gut, Spritsparen ist natürlich nicht, weil es ist so alles elektrisch, ist so ein reines E-Auto. Ja, aber Energiesparen. Energiesparen, sagen wir so, ja. Mhm. Die Frage, wo die Energie herkommt, vielleicht war es doch wieder Sprit, der sie dann getrieben hat. Ja, so ist es dann meistens. Ja, ich verweise nochmal auf unser eigenes Video. Wir haben ja innen, außen, drumherum haben wir alles mal gezeigt. Du weißt mittlerweile, wozu die Klappe vorne ist. Ja, klar. Ich meine, da sitzen einmal die Radarsensoren, wie wir damals den Film gedreht hatten, da war das wirklich brandneu, das Auto. Hier haben wir ihn jetzt für häufiger schon im Einsatz gehabt mit verschiedenen Probefahrten. So, das ist die Tankklappe, gell? Das ist in Anführungszeichen die Tankklappe, wo man halt eben den Strom tankt, in dem Sinn schon. Einmal halt eben Typ 2 oder halt eben dann Schnellladen mit CCS-System, damit es heute ja geht. So, 17,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, das ist eine Kampfansage. Es geht noch geringer, aber das ist schon ordentlich. Das heißt, bei 17,8 Kilowattstunden, wenn ich die so mal einkaufe, sagen wir mal mit 30 Cent zu Hause, das ist schon relativ teuer. Es geht auch billiger, indem man den Strom selber produziert. Also es gibt Systeme zum Beispiel von Mastervolt, da kann ich mit einer Solarzelle den Strom in einer Lithium-Ionen-Batterie speichern zu Hause und kann das Auto damit nachladen. Gibt es in 10, 20 und 30 kW. Ist immer mehr im Kommen, dass Leute sich sogar einen Solar aufs Dach machen und den Strom selber speichern, nicht mehr zurückspeichern und komplett autark sind. Und da kann man das Auto sogar laden mit
dem Stromspeicher. Jetzt kommt aber was Besonderes. Ich glaube, man kann sogar rückspeisen. Der ist zumindest dafür vorgesehen. Also man kann die Batterie nutzen. Nee, er nickt. Aber vielleicht kommt das ja nochmal, dass man das mit benutzen kann. Aber es gibt immer mehr Leute, die haben Solarzellen auf dem Dach und verwenden den Strom komplett selber. Ja klar, wir sind auch hier in der Planung. Wir werden jetzt demnächst auch Solarpanels aufs Dach bekommen in beide Autohäuser, weil wir den Strom hier verbrauchen, tagsüber, wenn wir auch am Arbeiten sind. Und dann können wir hier unsere E-Autos, dann dementsprechend tagsüber laden. Und dann sind wir eigentlich wirklich autark, wie du sagst, dass wir dann wirklich den Strom dann halt eben selbst erzeugt. Ja, nochmal ein kurzer Blick nochmal nach innen. Ich verweise nochmal auf unser Video, was wir gedreht haben. Da haben wir sogar eine Probefahrt gemacht. Und du warst ganz begeistert. Das war so. Hier ist jetzt zugelassen, wie gesagt. Das ist jetzt ein Auto, was jetzt angemeldet ist. Da kann man auch Probefahrt machen. Jederzeit, nur halt eben vorher Termin vereinbaren. Wir haben nachher jetzt ein bisschen mehr Informationen von dem Fahrzeug. Die Mitarbeiter sind geschult. Das war damals alles sehr, sehr kurzfristig für sie zeigen. Nee, das war gut. Die Leute, also das Video war doch recht beliebt. Dafür, dass wir gar keine Ahnung hatten, was das Auto kann. Ja. Und ja, ihr habt es mittlerweile schon 2, 3, 4 Wochen im Einsatz. Wie ist die Erfahrung? Die Erfahrung ist sehr positiv. Wie gesagt, die Leute sind begeistert, wenn sie von der Probefahrt zurückkommen. Ist das für die ein richtiges Highlight. Und das Fahrzeug wird jetzt noch umso interessanter, weil ja die Regierung verkündet hat, diesen Umweltbonus zu erhöhen, also den Anteil vom Staat. Und dann ist so ein Fahrzeug halt eben doch ein sehr, sehr erschwingliches Fahrzeug geworden. Wir reden da über eine Maßnahme von über 9.000, fast 9.500 Euro. Das ist schon Wahnsinn. Hinten der Kofferraum ist auch recht groß. Und er liegt wie ein Brett auf der Straße. Das ist aber unter anderem auch den Batterien geschuldet. Die wiegen ja einiges und die befinden sich am Fahrzeugboden und hinten. Ja, am Fahrzeugboden. Der Antrieb ist hinten, der hat den Elektromotor hinten sitzen. Dadurch ist das Auto sehr wendig, handlich halt eben. Und das Gewicht vom Fahrzeug, der Schwerpunkt ist in der Mitte tief durch die Batterien. Und wie schon im ersten Video gesagt, dann das Auto fährt sich wie ein Go-Kart. So, Reichweite auch kein Thema. Das hier, ich sag mal, das wendet sich an Menschen, die, ich sag mal, täglich unterwegs sind. Wir sprechen von welcher Reichweite hier? Wir sprechen von einer Reichweite von roundabout 200 Kilometer. Also ein Auto für die Stadt, die täglich zur Arbeit fahren. Und jetzt kein Auto für jetzt auf die Langstrecke zu gehen, das ist klar. Aber für hier den typischen Stadtverkehr und Mischverkehr ideal. 200 Kilometer, gut. Abends, wenn ich nach Hause komme und ich habe vielleicht eine 230 Volt Steckdose, dann lade ich es immer wieder auf. So ist es. Ja, die Kosten, wir haben eben noch mal kurz darüber gesprochen. Ist das aktuell? Was ist die Umweltprämie? Ist das schon angepasst? Die Umweltprämie ist angepasst, die 9.480 Euro. Das ist die aktuelle Umweltprämie. Jetzt kommt ja noch hinzu, dass ab nächsten Monat durch die Mehrwertsteuersenkung wird das Auto ja auch wieder etwas günstiger, weil halt eben dann die Steuer niedriger wird. Das sind bei dem Auto dann auch wieder, sage ich mal, roundabout 900 Euro, sodass man sagen tut, unterm Strich gesehen kann man hier knapp über 10.000 Euro abziehen. Das ist schon absolut top. Ja, man hat ein Fahrzeug, was es in der Form in Deutschland noch nie gegeben hat. Also es sieht auch ganz anders aus. Das war ja so manchmal ein bisschen der Ansatz von einigen Herstellern, die gesagt haben, wenn wir ein E-Auto bauen, dann muss das ganz anders aussehen. Honda hat es gemacht, viele andere nicht. Aber ihr leidet auch so ein bisschen unter dem Thema Lieferzeit, oder? Ja, es hält sich noch halbwegs in Grenzen, sage ich mal. Also Lieferzeit, wenn man jetzt ein Auto bestellt, muss man irgendwo von November, vielleicht auch Anfang Dezember ausgehen. Aber 2020 ist nicht ganz so extrem von der Lieferzeit. Muss jetzt abwarten, wie die Resonanz ist. Aber Corona hat uns auch das Leben schwer gemacht, weil die ganzen Lieferketten unterbrochen waren. Das Auto sollen schon im April eingeführt werden. Aber gut, dem Ganzen, man kann es halt eben nicht ändern. Man muss damit leben. Aber toll ist, dass Honda wirklich das Konzept so umgesetzt hat, wie sie es geplant hatten. Und das ist wirklich ein absolutes Highlight. Und das Ding läuft, das funktioniert alles, alle Systeme funktionieren. Das ist schon top. Also wäre es nicht Thomas Reiter aus Rillingen aufgefallen, dass der Honda 600 quasi baugleich ist mit dem Honda E. Vollkommen baugleich. Vollkommen baugleich. Das ist quasi eine Kopie. Das ist fast eine Kopie, weil, wie gesagt, die Basis laut Honda war ja von dem Honda E war ja ursprünglich der Civic aus diesen frühen Jahren. Und gut, der Civic war eigentlich nichts anderes wie so ein 600er im Groben, nur halt eben noch eine Nummer größer. Aber ich finde das schon lustig, wenn man die zwei Autos so nebeneinander stellt. Sie haben auch 4 Räder. Die haben auch 4 Räder, aber hier so die Lampenanordnung hier von dem kleinen, das ist schon stark angelehnt. Ich zeig's mal gerade vorne. Ja. Dass wir sehen, zumindest mal das Honda-Zeichen, das H. Ja, und die Glubschaugen, die Glubschaugen so ein bisschen, das ist schon ganz klar gemacht, also muss man schon sagen. Ja, Autoreiter in Rehling-Siersburg, wenn Sie einen Honda kaufen, egal wo auf der Welt, tun Sie es bei Autoreiter in Saarbrücken und in Rehling-Siersburg, denn hier haben die Leute wirklich Honda im Blut.
Du machst ja Motorräder von Honda? Wir machen auch Honda Motorräder, beide Standorten. Also wir sind durch und durch Honda. Ja. Vielen Dank, Thomas Reiter. Heute ein kleiner Vergleich der Honda 600 im Vergleich zum Honda E, Baujahr 1969 zu Baujahr 2020. Ja. Tschüss, Thomas. Tschüss.